Hallo, Guten Morgen. ist dieser Platz frei? Welche Platznummer haben Sie? Platz 18a. Wirklich? Ja, ich glaube schon. Darf ich Ihre Fahrkarte sehen? Natürlich. Danke. Bitte. Moment. Stimmt etwas nicht? Ich sehe Platz 81a. Was? Hier steht 81a. Oh nein. Haben Sie 18a gelesen? Ja, ich habe mich geirrt. Das passiert oft. Wie peinlich. Keine Sorge. Danke für Ihre Geduld. Gern geschehen. Ist Ihr Platz hier? Ja, genau hier. Dann stehe ich auf. Kein Problem. Wo ist Wagen 8? Wir sind in Wagen 1. Oh, Sie müssen nach hinten gehen. das ist weit. Ein bisschen. Danke für die Hilfe. Immer gern. Sind Sie oft mit dem Zug unterwegs? Ja, fast jede Woche. Ich fahre heute zum ersten Mal allein. Wirklich? Ja, ich bin etwas nervös. Das verstehe ich. Hoffentlich finde ich meinen Platz. Bestimmt. Danke. Viel Glück. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Moment, Ja? ist das Ihre schwarze Geldbörse? Meine Geldbörse? Sie liegt unter dem Sitz. Das kann doch nicht sein. Haben Sie die Geldbörse? Ja, ich habe sie. Gehört sie Ihnen? Einen Moment. Was sehen Sie? Ich öffne sie. Ist Ihr Ausweis drin? Nein. Wirklich? Ja. Was ist drin? Eine Fahrkarte. Und? Etwas Geld. Gibt es einen Ausweis? Ja. Ist es Ihrer? Nein. Oh, Der Name ist Daniel Weber. kennen Sie ihn? Nein, überhaupt nicht. Das ist schade. Vielleicht sucht er die Geldbörse. Bestimmt. Wir müssen helfen. Ja, natürlich. Was machen wir jetzt? Wir suchen den Besitzer. Gute Idee. Vielleicht sitzt er im Zug. Das denke ich auch. Wollen wir den Schaffner suchen? Ja. Das ist sicher besser. Kommen Sie mit? Gern. Danke. Keine Ursache. Hoffentlich finden wir Daniel. Ich hoffe es auch. Sehen Sie jemanden? Noch nicht. Vielleicht im nächsten Wagen. Dann gehen wir. Langsam bitte. Warum? Die Geldbörse ist plötzlich offen. Was? Hier fehlt etwas. Fehlt Geld? Nein. Was fehlt dann? Das Foto im Ausweis ist verschwunden. Gehen wir weiter. Ja, kommen Sie. Der nächste Wagen ist ruhig. Ja, sehr ruhig. Sehen Sie jemanden? Noch nicht. Vielleicht wartet Daniel hier. Möglich. Soll ich laut fragen? Ja, versuchen Sie es. Hallo, hat jemand eine Geldbörse verloren? Hört jemand zu? Ich glaube schon. Leider antwortet niemand. Das ist seltsam. Vielleicht tragen alle Kopfhörer. Das kann sein. Warten Sie. Was ist los? Dort sitzt ein Mann allein. Sollen wir hingehen? Ja, Entschuldigung, guten Tag. haben Sie eine Geldbörse verloren? Keine Antwort. Er schläft. Lassen wir ihn schlafen. Einverstanden. Wir gehen weiter. Sehen Sie dort? Was meinen Sie? Auf dem Boden. Ein kleines Foto? Ja, Heben Sie es auf. einen Moment. Ist es das fehlende Foto? Ich glaube ja. Zeigen Sie es mir. Bitte. Unglaublich. Was ist? Das Foto passt genau in den Ausweis. Dann gehört es wirklich dazu. Aber wie ist es hierher gekommen? Das verstehe ich auch nicht. Wir müssen den Besitzer finden. Sofort. Moment. Was sehen Sie jetzt? Hinter der Tür läuft gerade ein Mann weg. Schnell, Lukas. Ich komme. Der Mann ist dort. Ja, ich sehe ihn. Er läuft sehr schnell. Wir dürfen ihn nicht verlieren. Entschuldigung, Hallo. einen Moment bitte. Er bleibt stehen. Guten Tag. Guten Tag. Haben Sie einen Moment? Natürlich. Kennen Sie Daniel Weber? Nein. Wirklich nicht? Nein, leider nicht. Haben Sie diese Geldbörse gesehen? Ja? Wirklich? Vor ein paar Minuten. Wo? Im vorherigen Wagen. Wer hatte sie?
Ein junger Mann. Wie sah er aus? Schwarze Jacke. Noch etwas? Eine blaue Mütze. Hat er etwas gesagt? Ja. Was hat er gesagt? Wo ist meine Geldbörse? Das klingt wichtig. Danach ging er schnell weg. In welche Richtung? Nach vorne. Vielen Dank. Gern geschehen. Lukas, wir müssen weiter. Ja, sofort. Vielleicht war das Daniel. Vielleicht. Hoffentlich finden wir ihn. Ich hoffe es auch. Warten Sie. Was ist? Dort vorne sitzt ein Mann mit einer blauen Mütze. Und er sieht sehr nervös aus. Guten Tag. Hallo. Sind Sie in Ordnung? Ja, warum? Sie sehen nervös aus. Wirklich? Ja, ein bisschen. Ich suche etwas. Suchen Sie eine Geldbörse? Ja. Wirklich? Haben Sie sie gefunden? Vielleicht. Bitte zeigen Sie sie mir. Einen Moment. Können Sie beschreiben, wie sie aussieht? Natürlich. Sie ist schwarz. Ja, Innen ist etwas Bargeld. ja. Und mein Ausweis. Wie heißt der Ausweisinhaber? Daniel Weber. Dann heißen Sie Daniel? Nein, Was? ich heiße Tim. Das verstehe ich nicht. Die Geldbörse gehört meinem Freund Daniel. Wo ist Daniel jetzt? Ich weiß es nicht. Warum haben Sie seine Geldbörse? Daniel hat sie mir gegeben. Wann? Kurz vor der Abfahrt. Warum? Er musste schnell aus dem Zug. Hat er etwas gesagt? Ja, Was denn? pass gut darauf auf. Und dann? Ich habe die Geldbörse aus Versehen verloren. Jetzt verstehe ich. Es tut mir sehr leid. Keine Sorge. Danke für Ihre Hilfe. Gern geschehen. Moment. Was ist los? Daniel ruft mich gerade an. Geh bitte ans Telefon. Ja, sofort. Ist es Daniel? Ja, er ruft an. Nimm den Anruf an. Hallo Daniel. Was sagt er? Einen Moment. Ist alles in Ordnung? Er klingt gestresst. Warum? Seine Mutter ist im Krankenhaus. Oh nein. Deshalb ist er ausgestiegen. Jetzt verstehe ich. Er musste sehr schnell weg. Hat er nach der Geldbörse gefragt? Ja, Was hast du gesagt? ich habe alles erklärt. Und? Er ist erleichtert. Das ist schön. Er dankt sich bei uns. Sehr gern. Er möchte die Geldbörse zurück. Natürlich. Aber es gibt ein Problem. Welches Problem? Daniel ist schon weit weg. In welcher Stadt? In Hannover. Das ist nicht nah. Nein, Was machen wir jetzt? ich frage ihn. Gute Idee. Daniel? Was sagt er? Er kommt morgen zurück. Das ist gut. Er möchte uns am Bahnhof treffen. Kein Problem. Vielen Dank für alles. Gern geschehen. Warte, Was ist jetzt? Daniel sagt, dass noch etwas Wichtiges in der Geldbörse fehlt. Was fehlt denn? Daniel ist sehr besorgt. Warum? Ein kleiner Schlüssel fehlt. Ein Schlüssel? Ja. Wofür ist der? Für sein Schließfach. Ist das wichtig? Sehr wichtig. Schauen wir nach. Gute Idee. Ich öffne die Geldbörse. Langsam bitte. Hier ist das Geld. Ja, Hier ist der Ausweis. richtig. Die Bankkarte ist auch da. Ja? Aber kein Schlüssel. Oh nein. Warte mal. Was hast du gesehen? Eine kleine Innentasche. Wirklich? Ja? Ist sie offen? Nein. Schau bitte hinein. Einen Moment. Und? Ich fühle etwas. Was ist es? Ein kleiner Schlüssel. Wirklich? Ja, Das ist wunderbar. Daniel wird sich freuen. Ganz bestimmt. Ich rufe ihn an. Ja, bitte. Hallo Daniel? Hat er geantwortet? Ja, Was sagt er? er ist sehr glücklich. Das freut mich. Moment. Was ist jetzt? Daniel sagt, dass sich im Schließfach eine große Überraschung befindet. Wir sind fast da. Ja, der Zug hält gleich. Ist Daniel schon am Bahnhof? Ja, er wartet draußen. Das ist schön. Ich freue mich sehr. Ich auch. Hast du die Geldbörse? Ja, sicher. Und den Schlüssel? Auch. Perfekt. Daniel hat noch etwas gesagt. Was denn? Er möchte sich persönlich bedanken. Das ist nett. Sehr nett. Die Türen öffnen sich. Komm, wir steigen aus. Vorsicht. Danke. Siehst du Daniel? Noch nicht. Vielleicht dort? Nein. Ich rufe ihn an. Gute Idee. Hallo Daniel. Was sagt er? Er kommt gerade.
Super. Er ist nur 2 Minuten entfernt. Dann warten wir hier. Einverstanden. Ich bin gespannt. Ich auch. Hat Daniel gesagt, was im Schließfach ist? Ja, Was denn? ein besonderes Geschenk für seine Mutter. Wie schön. Er hat lange dafür gespart. Das ist wirklich rührend. Moment, Was ist los? dort kommt Daniel. Aber er trägt einen Verband am Arm. Hallo? Bist du Daniel? Ja, ich bin Daniel. Schön, dich kennenzulernen. Danke für deine Hilfe. Gern geschehen. Hast du meine Geldbörse? Ja, natürlich. Vielen Dank. Bitteschön. Ist auch der Schlüssel da? Ja, Das ist wunderbar. hier sind die Geldbörse und der Schlüssel. Vielen, vielen Dank. Keine Ursache. Ohne euch hätte ich ein großes Problem gehabt. Wir helfen gern. Darf ich etwas erklären? Ja, gern. Du hast meinen Verband gesehen. Ja, Was ist passiert? genau. Ich bin heute Morgen gestürzt. Oh nein, Zum Glück ist nichts gebrochen. das freut mich. Danach bekam ich den Anruf vom Krankenhaus. Wegen deiner Mutter? Ja, Wie geht es ihr jetzt? schon viel besser. Das sind gute Nachrichten. Ja, ich bin sehr erleichtert. Und das Geschenk? Es ist noch im Schließfach. Dann kannst du es heute abholen. Dank dir. Ich wünsche euch alles Gute. Danke. Das war ein aufregender Tag. Allerdings. Moment, Was ist? in deiner Geldbörse steckt noch ein ungeöffneter Brief. Den habe ich ganz vergessen. Öffne den Brief. Ja, jetzt. Bist du nervös? Ein bisschen. Wer hat den Brief geschrieben? Ich weiß es nicht. Dann schau nach. Ich öffne ihn. Was steht darin? Einen Moment. Ist alles in Ordnung? Ja, Was liest du? der Brief ist von meiner Mutter. Wirklich? Ja, Was schreibt sie? sie bedankt sich bei mir. Wie schön. Sie ist stolz auf mich. Das ist wunderbar. Sie schreibt, dass ich immer hilfsbereit bin. Das stimmt. Danke. Gibt es noch mehr? Ja, Was denn? sie wünscht mir viel Glück für meine neue Arbeit. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Jetzt verstehe ich das Geschenk. Ja, Es war für deine Mutter. genau. Sie wird sich freuen. Ganz bestimmt. Ich bin froh, dass wir uns getroffen haben. Ich auch. Manchmal beginnt alles mit einem kleinen Fehler. Wie der falsche Sitz im Zug. Genau, Und manchmal führt ein Fehler zu einer neuen Freundschaft. das glaube ich auch. Danke für deine Ehrlichkeit und deine Hilfe. Sehr gern. Ich werde diesen Tag nie vergessen. Ich auch nicht. Auf Wiedersehen, Jasmine. Auf Wiedersehen, Daniel. Gute Reise.